Wusstest du, dass Rhabarber eines der süßlichsten und fruchtigsten Gemüsesorten und kein Obst ist? Hi, ich bin Alex, ich betreibe ein kleines Café und ich zeige dir heute 3 leckere Rezeptideen. Das Besondere am Rhabarber ist die fruchtig-süßliche Note. Durch die säuerliche Komponente lassen sich schöne frühlingshafte Rezepte zaubern. Wir starten heute als erstes mit dem Rhabarber-Sorbet. Das Besondere an dem Rhabarber-Sorbet ist, dass es ein ganz leichtes und frisches Rezept ist. Das ist ganz nebenbei auch noch Low Carb. Für das Rhabarber-Sorbet brauchen wir Rhabarber, Zucker und Wasser. Die genauen Grammanzahlen findet ihr in der Videobeschreibung. Noch länger haltbar machen kann man den Rhabarber, indem man ihn einfriert. Dafür ist es wichtig, dass man ihn in kleine Stücke schneidet, ordentlich säubert und in ein luftdichtes Gefäß gibt. Da ich das jetzt schon vorbereitet habe, können wir da jetzt direkt so starten. Wir geben als erstes den Rhabarber in den Topf, fügen einmal Wasser hinzu und zum Schluss fügen wir noch den Zucker hinzu. Jetzt mischen wir das Ganze einmal durch und dann nehmen wir das Ganze und stellen das auf den Herd. So, die 3 Stunden sind jetzt rum. Der Rhabarber hat sich richtig aufgelöst und jetzt einfach so eine cremige Masse, sage ich mal, die wir durchsieben, um das Fruchtfleisch wieder von dem Saft zu trennen. Das dauert einen Moment, weil das recht dickflüssig ist. So, im nächsten Schritt nehmen wir uns den abgesiebten Rhabarber und pürieren den einmal durch, sodass wir ein feineres Püree einfach haben. Von dem nehmen wir jetzt 4 Esslöffel ab und fügen das noch einmal dem Saft hinzu. Jetzt kann man an der Stelle gucken, will man sich das noch ein bisschen süßen. Ich habe hier ein bisschen Agavendicksaft. Man kann an der Stelle zum Beispiel auch gut nochmal einen Geschmack hinzufügen. Das kann Holunderblütensirup sein oder wenn man es gerne wie eine Art Aperitif mag, wäre zum Beispiel auch ein Prosecco möglich. Jetzt als letzten Schritt verrühren wir das Ganze nochmal gut. So, wir haben das Ganze jetzt einmal umgefüllt und jetzt kommt das so wie es ist, einmal für 3 Stunden circa in den Gefrierschrank. Also ich finde, das Sorbet sieht schon mal super aus. Die Farbe und die Konsistenz sind so, wie sie sein sollen und ich bin gespannt, wie das jetzt gleich schmeckt. Ist auf jeden Fall super fruchtig und lecker. Sehr erfrischend. Passt eigentlich, finde ich, perfekt an so einen richtig warmen Sommertag. Vielleicht auch in einem kühlen Getränk. Nochmal so als Kugel rein, kann ich mir total gut vorstellen. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, dann abonniere den Kanal. Für die Rhabarber-Muffins brauchen wir Rhabarber, Mehl, Milch, Butter, Vanillezucker, Haselnusskrokant, Eier, Zucker, Backpulver und eine Prise Salz. Wir fangen gleich damit an, dass wir Butter, Vanillezucker und die Prise Salz miteinander verrühren. Den Zucker fügen wir dann nach und nach hinzu. Als nächstes fügen wir die Eier hinzu. Und noch ein Tipp zu den Eiern. Wir fügen die einzeln hinzu und nach jedem Ei rühren wir circa eine halbe Minute auf höchster Stufe. So, im nächsten Schritt vermischen wir einmal das Mehl mit dem Backpulver. Jetzt kommen noch Mehl und Milch hinzu und das mischen wir jetzt auf mittlerer Stufe mit dem Handrührgerät noch einmal durch. Jetzt fügen wir als nächstes zunächst die Hälfte vom Rhabarber hinzu, sowie das Haselnusskrokant. Beim Rhabarber ist noch wichtig zu sagen, wenn ihr, wie ich in dem Fall, auch tiefgefrorenen Rhabarber verwendet, dass der gut aufgetaut und abgetropft ist, damit er später nicht so viel Flüssigkeit an den Teig abgibt. Wir füllen jetzt den Teig in die Muffinförmchen und streuen dann noch den restlichen Rhabarber oben drüber. Jetzt können wir noch zum Schluss einmal ein bisschen von dem Haselnusskrokant über unsere Muffins drüber geben und dann im Anschluss kommt das Blech auch schon in den Backofen. Das geht am besten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft und dauert so circa 25 Minuten. Hier noch ein Tipp, schiebt das Backblech am besten in das untere Drittel eures Backofens, so werden sie gleichmäßiger braun. So, die Muffins sind einmal fertig gebacken. Die riechen auf jeden Fall schon richtig gut und sehen super weich und fluffig aus. Die lassen wir jetzt hier für ca. 15 Minuten abkühlen, bevor wir die aus der Form rausholen können. Und in der Zeit würde ich schon mal ein kleines Topping vorbereiten. Das Rezept zum Topping findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, unsere Muffins sind fertig. Ich finde, die sind wirklich super schön geworden. Sehen auf jeden Fall sehr appetitlich aus und ich bin gespannt, wie die jetzt schmecken. Super weich und fluffig. Sehr fruchtig. Ja, voll lecker.
Die Zubereitung des Sirups ist relativ einfach. Das Einkochen dauert ca. 15 Minuten. Danach haben wir eine kurze Auskühlzeit und können dann auch schon den Sirup abfüllen. Für den Rhabarber-Sirup brauchen wir einmal Rhabarber, Wasser und Zucker. Bei der Zubereitung des Sirups geben wir als erstes den Rhabarber in den Topf hinein, fügen Wasser und Zucker hinzu, rühren alles einmal kräftig um und kochen es dann für ca. 10 bis 15 Minuten auf. So, unser Rhabarber hat jetzt eingekocht und jetzt können wir ihn absieben. Wir helfen hier noch ein bisschen nach, damit auch der ganze Sirup rausgepresst wird und dann können wir ihn auch gleich schon abfüllen. So, unser Sirup ist jetzt fertig, den lassen wir jetzt abkühlen, packen den in den Kühlschrank und dort hält er gut für ca. 14 Tage frisch. Wir könnten den Sirup noch verfeinern, indem wir zum Beispiel auch eine Vanilleschote direkt mitkochen oder später bei eurem fertigen Getränk kann man gut nochmal variieren mit einem Apfelsaft oder einem anderen Fruchtsaft, um einfach nochmal eine andere Geschmacksnote reinzubringen. So, ich bin schon total gespannt, wie das jetzt schmeckt, deswegen mische ich mir hier einmal eine Rhabarberschorle zusammen. Und schon ist es bereit zum Probieren. Ja, das möchte man jetzt direkt draußen in der Sonne gern trinken. Total lecker und erfrischend. Könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen in einem Aperitif vielleicht, auch hier mit einem Prosecco oder einem anderen Fruchtsaft. Eine total schöne Sommeridee. Welches Rezept willst du unbedingt nachmachen? Schreibe es in die Kommentare.